Moin Moin und herzlich willkommen hier bei motorradtest.de zu unserem Top 5 Videos der Reiseenduros der Mittelklasse. Ja, Mittelklasse Reiseenduros, das sind Maschinen mit einem Hubraum von 650 bis 850 Kubikzentimetern etwa und einer Leistung von 70 bis knapp unter 100 PS. Und im Gegensatz zu den Maschinen der Oberklasse, also Reiseenduros der Oberklasse, sind diese Bikes hier in dieser Mittelklasse nicht nur deutlich günstiger, sondern vor allem auch wesentlich leichter. Sie erfreuen sich in letzter Zeit allergrößter Beliebtheit. Die Hersteller bringen eigentlich regelmäßig jetzt neue Bikes dieser Klasse auf den Markt. Und wir haben uns mal umgeschaut bei den aktuellen Maschinen, die ihr also neu kaufen könnt, und haben mal die 5 besten Reiseenduros der Mittelklasse für euch in diesem Video zusammengestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und schon geht es los. Ja, unser Tipp Nummer 1 in diesem Vergleich ist die BMW F750 GS. Sie kostet neu 9.500 € etwa. Und ja, die F750 GS führt so ein bisschen ein Schattendasein neben der F850 GS und natürlich den größeren Adventure-Modellen von BMW. Ist aber wirklich ein beachtenswertes Motorrad und vor allem eine wirklich große Reiseenduro. Das könnt ihr hier schon sehen. Sie ist richtig lang, ich glaube 2,21 Meter. 2,25 Meter sogar, Radstand 1,59, also richtig eine riesige Maschine. Sitzhöhe ist aber dafür umso niedriger, nämlich nur 770 mm. Und die Maschine wiegt 224 Kilogramm vollgetankt. Und ihr seht, hinten drauf hier, Soziusbetrieb ist einfach total super. Also man hat richtig Platz auf dieser Maschine und kann also auch richtig schön lange Touren damit unternehmen. Und der Tank hier hat einen Inhalt von 15 Litern und bei einem Verbrauch von 4 bis 4,5 Liter solltet ihr mit der BMW F750 GS so etwa 375 Kilometer weit kommen. Also auch die Reichweite ist super. Und ja, auch die F750 GS hat mittlerweile hier einiges an Ausstattungsmerkmalen. Hier seht ihr mal die Inversion der Knöpfe am linken Lenkerende. Und es gibt auch, wie bei den großen Adventures hier, dieses Farb-TFT-Display. Das ist natürlich teilweise alles aufpreispflichtig, also für diese 9.500 kriegt ihr nur die nackte Version. Und wenn ihr hier alles mögliche ranschraubt, dann landet man ganz schnell auch so bei etwa 15.000 € und dann ist diese Maschine natürlich nicht mehr ganz so billig. Aber man muss es halt nicht, das ist halt eine Option. Ja, der Motor hier ist ein Zweizylinder Reintwin mit 850 Kubik, flüssigkeitsgekühlt. Leistet 77 PS bei 7.500 Umdrehungen und 83 Newtonmeter. Die Maschine rennt maximal 190 Kilometer pro Stunde. Und ja, also wir sind sie ja gefahren und haben sie ausgiebig getestet. Und dieser Motor hier, der kommt ja aus China. Da haben einige am Anfang so ein bisschen drüber gelächelt. Ist aber trotzdem wirklich ein sehr guter Motor hier mit 6-Ganggetriebe und Kettenantrieb. Und ja, wie der Motor klingt, das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Ja, die Maschine hat ein sehr flaches Windschild, könnt ihr hier ganz gut sehen, denke ich mal. Ist also, geht eher so Richtung Enduro, und wer jetzt lange Reisen unternimmt, wird sich vielleicht hier noch ein größeres Windschild aus dem Zubehörshop anschrauben wollen. Und ja, die Maschine hat ein 19 Zoll Vorderrad und ist dementsprechend auch relativ wendig, also vor allem im Vergleich zur größeren 850er. Er ist auch ein Tick leichter. Und ist wirklich ein ganz tolles Bike. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass diese 77 PS hier bei der 750er zu wenig sind im Vergleich zur 850er, dann täuscht ihr euch, denn diese Maschine kommt ein bisschen mehr von unten. Man muss also den Motor nicht ganz so hoch jubeln. Und wir haben also bei diesem Test der 750 GS einen Riesenspaß gehabt. Insofern, wenn ihr auf BMW schielt, solltet ihr euch die 750 GS auf jeden Fall mal näher ansehen. Ja, unser Tipp Nummer 2 in diesem Vergleich ist die KTM 790 Adventure für 12.399 €. Also ganz schön teuer eigentlich dieses Bike, dafür aber auch die mit Abstand am besten ausgestattete Maschine unter den 5 hier vorgestellten Reiseenduros. Sie hat wirklich alles, was man so braucht. Modernes Display, ein Quickshifter, Fahrmodi, Ride-by-Wire, Traktionskontrolle und Pipapo. Ist also wirklich ein technisch hervorragend ausgestattetes Bike. Und ja, die Maschine hat eine Sitzhöhe von 850 mm. Das ist also nichts für kleine Leute, wobei man den Sitz, glaube ich, auch niedriger ordern kann, wenn man denn möchte. Die Maschine ist 2,10 Meter lang, Radstand 1,47 und sie wiegt vollgetankt 209 Kilogramm. Ist also deutlich leichter auch als die BMW zum Beispiel. Hier seht ihr mal den Sitzbezug.
Und ja, diese Maschine bringt richtig Spaß. Also wie gesagt, sie ist nicht nur sehr gut ausgestattet, sondern hat auch richtig Feuer. Ist auch die Maschine mit der größten Leistung hier in diesem Test. Tankinhalt 20 Liter, damit kommt ihr 444 Kilometer weit. Naja, Schnapszahl. Aber ist tatsächlich so ungefähr die Reichweite und es gibt hier auch ein TFT-Farbdisplay, sagte ich ja schon. Also das ist im Grunde genommen von der Bedienung her auch nicht anders als eine 1290 Adventure. Sehr gut ablesbar auch dieses Display und auch bei der Lampierung, also hier vorne die Lampenmaske, Tagfahrlicht und LED natürlich Pipapo. Ist das auch nichts anderes wirklich als die große 1290er Adventure. Da hat KTM tatsächlich Vollgas gegeben, kann man so sagen. Ja, der Motor ist natürlich jetzt nicht ganz so stark wie der 1290er mit 160 PS, aber trotzdem auch der kräftigste Motor in diesem Vergleich. 95 PS leistet dieser Motor. Ist ein Reintwin mit 799 Kubikzentimetern Hubraum. 95 PS, wie gesagt, bei 8000 Umdrehungen und 88 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen etwa. Die Maschine rennt maximal 205 Kilometer pro Stunde und ja, es ist der ähnliche Motor, wie ihr ihn vielleicht schon aus der Duke 790 kennt, ein bisschen anders gemappt, aber hat richtig Saft. 6-Ganggetriebe mit Kettenantrieb haben wir hier. Der Verbrauch liegt bei 4,5 Litern und ja, wie der Motor klingt, das wollen wir uns jetzt auch nochmal gemeinsam anhören. Ja, wie fährt sich die KTM 790 Adventure? Also sie ist unter den 5 hier vorgestellten Maschinen die leichteste und die kräftigste. Ja, und diese beiden Dinge zusammengenommen könnt ihr euch vorstellen, das bedeutet natürlich, dass diese Maschine richtig nach vorne geht, aber wirklich so richtig. Also ich glaube, in 3,5 Sekunden ist sie auf 100. Das ist ein echtes Spaßbike, mit der man auch, wenn man mal zu zweit und mit viel Gepäck und vollem Ornat durch die Alpen fahren möchte, immer genug Reserven hat, um zum Beispiel diesen Bus hier, dieses Wohnmobil zu überholen. Also es ist wirklich, ja, ein sportliches Motorrad, typisch KTM, ready to race, so ein bisschen rau auch dieser Reintwin, aber bringt voll Laune. Also ja, ich finde eins der schönsten Bikes, aber natürlich, wie gesagt, 12.500 € knapp. Auch nicht gerade die billigste Maschine im Bereich der Reise-Enduros der Mittelklasse, aber auf jeden Fall mindestens einen Blick wert. Der Tipp Nummer 3 in diesem Top 5 Video der Reise-Enduros der Mittelklasse ist die Yamaha Tenere 700 für etwa 9.300 € und diese Tenere 700 ist eigentlich genau das Gegenteil von der eben vorgestellten KTM 790 Adventure. Sie ist wesentlich reduzierter, hat also nicht so viel Schnickschnack. Es gibt hier weder ein Schaltautomat noch gibt es irgendwelche Fahrmodi oder sonstige Schnickschnack-Angelegenheiten. Also wirklich ein würdiger Nachfolger der alten Teneres, die halt wirklich durch die Wüste fahren wollen und nicht sich mit irgendwelchen technischen Spielereien aufhalten wollen. Die Maschine ist auch trotzdem relativ groß. Hier seht ihr es schon, die Sitzhöhe liegt bei 875 mm und auch die Federwege, ich glaube so 200 mm waren das, relativ lang. Also damit könnt ihr wirklich über Stock und Stein oder auch durch den Wald und durch die Wüste fahren. Das ist wirklich eine echte Reise-Enduro mit einem ganz starken Ausschlag Richtung Enduro. Das sieht man auch schon an dem Windschild, das hier steil aufgestellt ist. Ja, Länge 2,37, Radstand 1,59, also auch richtig lang die Maschine. Und sie wiegt 204 Kilogramm voll getankt. Und auch der Soziusbetrieb ist hier ganz okay, wobei die Sitzbank relativ schmal ist, aber man hat trotzdem eigentlich genug Platz, auch als Beifahrer. Und hier seht ihr das Display, das ist so ein bisschen Gameboy-mäßig, hochkant ein LC-Display mit den nötigsten Informationen. Ganz schön gemacht, finde ich. Und ja, was ist noch zu sagen zu der Tenere 700? Hier seht ihr diese Frontmaske mit 4 Scheinwerfern, also schick gemacht, Tagfahrlicht, also eigentlich 6, wenn man so will, Scheinwerfer. Und ich finde eine richtig schöne Maschine. Der Motor, es handelt sich hier auch um einen Reintwin, genau wie bei den anderen Maschinen, die wir bisher gesehen haben, mit einem Hubraum von 689 Kubikzentimetern flüssig gekühlt, leistet 73 PS bei 9000 Umdrehungen und was war das, 68 Newtonmeter. Die Maschine rennt maximal 195 Kilometer pro Stunde, ist aber jetzt nicht so der Turbo-Burner, also jetzt vor allem natürlich im Vergleich zu der eben gesehenen KTM 790, lässt sich es ein bisschen gemächlicher angehen
Und ja, der Tank hier hat einen Inhalt von 16 Litern und bei einem Verbrauch von 4,6 Litern kommt ihr etwa 350 Kilometer weit. Und jetzt wollen wir auch mal hören, wie der Motor so klingt. Ja, die Yamaha Tenere 700 ist sicherlich in diesem Vergleich hier die Maschine mit den stärksten Enduro-Genen. Das liegt sicherlich auch an ihrer Historie. Tenere-Maschinen haben ja eine lange Historie bei Yamaha und die wollen eben über Stock und Stein fahren. Und das macht die Tenere 700 auch richtig gut, vor allem weil sie halt auch so schön leicht und handlich ist. Und ja, ist jetzt wie gesagt keine Rakete, aber das erwartet man sicherlich auch nicht, wenn man sich diese Maschine hier kauft, weil mit der Maschine will man keine Rundenrekorde brechen, sondern lange Touren machen und auch mal durch die Wüste fahren, durchs Wasser fahren, durch den Wald fahren und überhaupt durch alles fahren, was einem da in den Weg stellt. Und dafür eignet sich die Tenere 700 wunderbar. Ja, unser Tipp Nummer 4, die Moto Guzzi V85 TT für knapp 12.000 €, haben wir gerade erst getestet vor ein paar Tagen, also noch ganz frische Testeindrücke. Eine, ja, wie wir finden, wunderschöne Reise-Enduro. Ja, Moto Guzzi hat da ja schon durchaus eine gewisse Historie auch. Es gab ja zum Beispiel die Moto Guzzi Stelvio, ein richtig großes Reisedampferschiff. Die V85 TT ist jetzt eine Reiseenduro logischerweise der Mittelklasse, sonst wäre sie auch nicht in diesem Video hier mit einem etwas kleineren Motor. Ist aber trotzdem keine kleine Maschine. 2,24 Meter lang, Radstand 1,53, Sitzhöhe liegt bei 830 mm. Und ja, die Maschine wiegt vollgetankt knapp 230 Kilogramm, ist also ein bisschen schwerer als die Yamaha zum Beispiel und fährt sich dementsprechend auch ein bisschen satter. Platz hat man auch ordentlich, könnt ihr hier sehen, hinten drauf. Und ja, jetzt wollen wir erstmal, bevor wir zu den Details kommen, uns auch hier mal den Motor anhören. Die V85 TT wurde erst in 2019 vorgestellt, ist also auch ein relativ neues Bike und dementsprechend haben wir hier auch schon ein Farb-TFT-Display mit 4,3 Zoll vorgestellt. Die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier bei der Guzzi. Das ist aber nicht untypisch und ist auch nicht so schlimm, man gewöhnt sich halt daran. Aber so im ersten Moment gibt es schon die eine oder andere kleine Überraschung bei der Bedienung. Vorne eine Doppelscheibe mit diesem schönen Tagfahrlicht, dieser Adler, konntet ihr das sehen eben, da ist das Tagfahrlicht drin. Und hinten das Licht, das ist, finde ich, der absolute Hit bei dieser Maschine. Also designtechnisch hat Guzzi hier wirklich, finde ich, alles gegeben. Ja, der Motor, ein V2 90 Grad mit 853 Kubikzentimetern, ist luftgekühlt und leistet 80 PS und 80 Newtonmeter und hat auch diese typische Guzzi-Anmutung, also richtig schön finde ich das Ganze. Und ja, der Tank hier hat einen Inhalt von mächtigen 23 Litern, also einmal volltanken, Hamburg-München, kein Problem. Verbrauch liegt bei knapp unter 5 Litern. Naja, die Reichweite, okay, Hamburg-München war übertrieben, aber 460 Kilometer müsstet ihr ungefähr damit schaffen. Und es gibt bei dieser Maschine hier einen herrlichen Kardanantrieb, eine Zweiarmschwinge mit einem Kardanantrieb. Hier sind wir mal auf die Autobahn gegangen, um den Windschutz mal so ein bisschen zu testen, weil diese Maschine eine relativ kleine Scheibe hat. Könnt ihr wahrscheinlich auch sehen. Nicht ganz so klein wie bei der BMW, aber ja, mittelgroß würde ich mal sagen. Aber der Windschutz war gar nicht so schlecht. Und die Maschine, auch wenn es hier so ein bisschen wackelt, das liegt daran, dass meine GoPro, ich habe hier halt so einen Brustgurt und bei 170 fängt er dann schon mal ein bisschen an zu schlingern. Die Maschine selbst liegt wirklich satt auf der Straße. Und ja, Volker und ich waren wirklich begeistert von diesem Bike, weil sie eben auch jede Menge Emotionen rüberbringt. Ist eine typische Guzzi in dieser Hinsicht. Also sie ist nicht nur schön und ja,
es macht einfach total Spaß, trotzdem aber wirklich auch ein modernes Bike. Also er hat nicht mehr so diese Spirenzchen, die Guzzi es früher mal hatte, sondern wirklich modernes, ausgereiftes und wie ich finde sehr homogenes, gut austariertes Bike. Also ein echter Tipp bei den neuen Reise-Enduros. Ja, unser 5. und letzter Tipp in diesem Top 5 Video der Reise-Enduros der Mittelklasse darf natürlich nicht fehlen, die Suzuki V-Strom 650 für neu 8.400 Euro. Wir haben jetzt leider kein Bildmaterial der aktuellen Version, deshalb zeigen wir euch hier mal Bilder aus unserem Test einer gebrauchten V-Strom. Die Daten, die ich euch jetzt nenne, beziehen sich aber tatsächlich auf das neue Modell. Die Maschine hat eine Sitzhöhe von 835 mm, wiegt 213 Kilogramm und ja, ist richtig riesig. Also ihr seht das hier, ein echter Reisedampfer. Also nicht nur der Fahrer, sondern auch der Beifahrer hat richtig Platz und ich würde mal sagen, zu zweit ist die V-Strom 650 wahrscheinlich eine der besten Maschinen, die wir euch hier vorstellen und die es überhaupt gibt bei den Reise-Enduros der Mittelklasse. Ja, der Motor in V2, richtig geil, mit 645 Kubikzentimetern Hubraum, leistet mittlerweile, ich glaube, 73 PS und knapp über 60 Newtonmeter, 62 Newtonmeter. Maximalgeschwindigkeit liegt hier bei 185 Kilometern pro Stunde und es ist wirklich ein echter V2, also keiner mit Hubzapfenversatz, sondern wirklich ein echter V2, der sich auch so anfühlt und sich entsprechend anhört. Der Tank der V-Strom 650 hat einen Inhalt von 20 Litern. Dieser V2 verbraucht nur knapp über 4 Liter und deshalb kommt ihr auch richtig fett weit damit. 488 Kilometern ist etwa die Reichweite. Das variiert natürlich immer so ein bisschen je nach Fahrweise. Auf jeden Fall richtig große Reichweite. Und ja, diese Maschine hier, die 650 V-Strom von Suzuki, war früher eine der meistverkauften Reise-Enduros. Da gab es diese Mittelklasse eigentlich noch gar nicht. Es gibt noch die Versys 650 von Kawa eine ganze Zeit, aber die anderen Maschinen, gerade die wir euch eben vorgestellt haben, sind dann doch eher relativ neu. Und ja, die V-Strom 650, einfach ein echter Klassiker, darf auf keinen Fall fehlen. Und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach gerade für lange Reisen wirklich ein sehr empfehlenswertes Bike. Und ja, wenn ihr jetzt nicht so viel Geld für eine neue Maschine habt, dann findet ihr auch auf dem Gebrauchtmarkt ein riesiges Angebot an V-Strom 650 Maschinen. Die kriegt ihr schon so für ungefähr 3.000 Euro, wenn ihr einen vernünftigen Zustand euch raussucht. Ja, das soll es mal gewesen sein mit unserem Top 5 Video der Reise-Enduros der Mittelklasse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und ja, wenn ihr eine Maschine vermisst habt, wird garantiert so sein, wenn man halt ein Top-5-Video macht, dann kann man eben nur 5 Maschinen vorstellen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ey, die habt ihr vergessen, die hätte hier mit reingemusst, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Damit grüßen wir euch aus dem hohen Norden und ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst wieder auf diesem Kanal, wenn wir die nächste Maschine testen. Das wird ein echter Leckerbissen, denn der nächste Test, der normale Test, ist die Kawasaki H2 SX. Ich habe jetzt schon die Hosen voll. Ja, vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.